Wir reden über Kunst bei Art Talk, dem Kunstpodcast aus Saarlouis Lux. Wir treffen KuratorInnen und KünstlerInnen dort, wo sie gerade ausstellen. Mit uns entdeckt ihr zeitgenössische Kunst und außergewöhnliche Kunsträume in unserer Region. Werdet Teil von Galeriegesprächen, Ausstellungseröffnungen und Finissagen. Art Talk hört ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Art Talk. Heute spreche ich mit der Künstlerin Annemarie Stör, die zurzeit die Ausstellung Went Out on a Limb im Saarländischen Künstlerhaus zeigt. Was ist eigentlich ein Künstlerhaus? Es ist kein Museum, sondern ein Ort, an dem sich alle Künstler einer Region unter einem Dach versammeln. Nicht nur die bildenden Künstler, sondern auch die Musiker, die Schriftsteller, die Schauspieler, die Filmemacher, die Studenten, denn sie haben hier einen Ort des gemeinsamen Arbeitens und des kreativen Streitens. Durch die Lage des Saarlandes im Herzen von Saarlouis Lux blickt das Saarländische Künstlerhaus auch über die Grenzen hinaus und thematisiert verstärkt die Gegenwartskunst dieses Kulturraumes. Ein idealer Ort also für unseren Kunstpodcast Art Talk Saarlouis Lux. Wie immer findet ihr in meinem Blog Abbildungen der besprochenen Werke von Annemarie Stör und ebenfalls im Blog und auf YouTube findet ihr die verschiedenen Sprachversionen, also unser Interview mit deutschen, französischen und englischen Untertiteln. Viel Spaß beim Zuhören wünscht euch eure Verena Feldbausch. Liebe Annemarie Stör, herzlich willkommen zu unserem Kunstpodcast Art Talk. Der Anlass ist eine aktuelle Ausstellung im Saarländischen Künstlerhaus mit dem Titel Went Out on a Limb, die noch bis Anfang März zu sehen ist. Ich möchte dich kurz vorstellen. Du bist Malerin und Performerin. Du bist geboren 1969 in Saarbrücken und du lebst und arbeitest in Saarbrücken. Diese Daten verraten jedoch nicht, dass du viersprachig bist. Du bist geboren als Kind eines deutsch-schwedischen Paares und du hast lange Zeit in den USA gelebt. Warum sprichst du neben Deutsch, Schwedisch, Englisch auch noch so gut Französisch? Ja, weil ich auf der anderen Seite der Grenze, aufgewachsen bin, dort in die Schule gegangen bin in Spichern. Und meine Eltern waren frankophil, die haben sich in Südfrankreich kennengelernt. Mein Vater war berufstätig in Frankreich, meine Mutter hat die Sprache geliebt, sie haben auch sehr viel gelesen und ja, daher. Ah ja, das ist sehr interessant, ja. Du malst ungegenständlich und du betrachtest die Malerei als deine 5. Sprache. Was möchtest du mit deiner Kunst ausdrücken oder was möchtest du damit sagen? Also, was ich, empfinde, ist, dass ich mit Farben und Farbschwüngen sehr viel aussagen kann. Also, dass die Farben an sich klingen. Und das ist vielleicht eher etwas, was musikalischer ist als jetzt, sprachgerichteter. Ich trenne das und zwar habe ich, die literarischen Titel, die die Werke oft tragen, lyrisch oder literarisch oder witzig, aber die auch oft mit Sprache arbeiten, stehen eigentlich im Gegensatz zu den Bildern. Also, die sind jetzt keine Erklärungen der Bilder, sondern sind vielleicht Titel, die mir während des Arbeitens einfallen und, die so als Pendant dazu, noch mal eine konkrete literarische Welt bieten, die aber mit dem Inhalt nichts zu tun hat. Genau, auf die Titel kommen wir noch gleich zu sprechen. Ja. Zu deiner Ausbildung. Mit Anfang 20 hast du Malerei in Göteborg studiert. 20. Mit 20. Mit 23 bist du an die Hochschule der Bildenden Künste Saar gekommen und hast dort Freie Kunst studiert mit Schwerpunkt Malerei bei Bodo Baumgarten und Neue Medien bei Ulrike Rosenbach. Ja. Was hast du nach deinem Studium gemacht und warum bist du 2002 nach Kalifornien gezogen? Ja, also nach meinem Studium hatte ich erst mal ein Arbeitsstipendium vom, Deutsch-Französischen Jugendwerk und war 6 Monate in Grenoble und habe da gearbeitet, und dann bin ich zurückgekehrt nach Deutschland und, habe erst mal nicht so genau gewusst, wo es hingeht. Wollte ursprünglich, glaube ich, nach Schweden und habe dann aber meinen damaligen Mann kennengelernt. Und dann sind wir gemeinsam er war Amerikaner, da sind wir gemeinsam nach San Francisco in seine Heimatstadt. Ah, das war der Grund, okay. Das war der Grund. Und dann hast du ja 17 Jahre in den USA gelebt. Du bist 2019 nach Saarbrücken zurückgekommen. Ja, Wie hat dich diese Zeit in den USA künstlerisch geprägt? sehr stark und zwar über die Farben auch. Also, ich habe es war am Anfang war es nicht ganz einfach, also so 'ne Umstellung. Sprachlich war ich da ganz okay.
konnte ich ja ganz gut Englisch schon, aber trotzdem ist die Kultur sehr anders und, man ist sehr weit weg von zu Hause. Und was ich da gefunden habe, war einfach die Liebe zur Natur. Die Natur ist wunderbar und sehr, sehr schön. Ich bin damals mit meinem Sohn auch sehr viel spazieren gegangen und habe mich da sehr zu Hause gefühlt in der Natur. Und eben da, sind die Lichtverhältnisse sehr besonders durch den Pazifischen Ozean, den ich besonders liebe. Und, die durch das Klima, blüht es ja 2 dreimal im Jahr auch. Und alle diese Pflanzen, die wir hier als Hauspflanzen haben oder als Gartenpflanzen, wachsen dort wild. Also Kallalilien blühen im Frühjahr überall und, Bougainvillas sind riesig und na ja, es gibt einfach sehr viele Farben. Und dann dazu noch der blaue Himmel, dann die Painted Ladies, die Häuser von San Francisco. Das alles hat mich sehr geprägt, farblich geprägt und, floss dann recht direkt in meine Bilder über. Mhm. Also, wenn du vergleichst, deine Arbeiten quasi, die du noch in Deutschland, also vor dem Kalifornienaufenthalt gemacht hast, mit denen dann danach, sieht man da also eine echte Farbvarianz? Ja, absolut. Da hat sich meine Farbpalette sehr geändert. Man muss sagen, ich hatte, jahrelang mit Schwefel erst gearbeitet, auch während des Studiums und fing dann an, mit Tusche auf Papier zu arbeiten. Und da war es sehr von, schwarzer Tusche getragen mit Farbnuancen. Dann habe ich auch Installationen gemacht, wo ich, Farbbahnen gemalt habe und meine Zeichnungen hineingehängt habe. Und als mein Sohn sehr klein war, habe ich sehr viel gezeichnet, weil das, einfach einfacher war. Also, in den Zeiten, wo ich mich nicht um ihn kümmern musste, als er Baby war, da konnte ich sehr schnell, eben kleinformatige Zeichnungen herstellen und habe gar nicht mehr so gemalt. Also, es war immer weniger Farbe, es war sehr reduziert und dann auf großformatigen, Papierbahnen hatte ich dann immer noch sehr viel weiße Fläche, auch als ich immer mehr farbige Tusche dazugenommen habe. Und, ja, das hat sich dann langsam verändert zu den, farbigen Tuschen, die ich auch heute noch benutze, aber sukzessive wurden sie immer stärker. Mhm, mhm. Zurück in Saarbrücken 2019. Wie war das für dich, wieder in Deutschland zu leben und zu arbeiten? Und wie hast du künstlerisch hier wieder Fuß gefasst? Also, ich hatte ja schon in USA irgendwie so ein bisschen vorgeplant und habe gedacht, dass ich wahrscheinlich wieder nach Europa zurückgehe, entweder nach Schweden oder nach Deutschland und habe dann, so ab, ich glaube, 2015 angefangen, einmal in Schweden auszustellen, dann in Deutschland, dann wieder Schweden, dann wieder Deutschland, um auch, den Weg zu ebnen, damit es für mich leichter wird, aber auch um Kontakte wieder, zu knüpfen mit Künstlerfreunden und Freundinnen. Und mit einigen hat sich der Faden war ja nie abgerissen und, von daher war es eine weiche Landung. Und dadurch, dass ich hier studiert habe und viele meiner Studentinnen und Studenten noch hier sind, war der Anschluss relativ einfach. Das hat sehr viel, geholfen und war sehr, sehr schön, auch sich wiederzufinden. Ich fand, die Arbeitsbedingungen sind hier in Deutschland, in Europa natürlich sehr viel besser als in den USA und das war toll. Das war einfach, das muss man sagen, das ist toll, weil in den USA gibt es einfach für das Mittelfeld der Künstler, keine Fördermöglichkeiten, keine Häuser wie jetzt das Künstlerhaus und so weiter, die subventioniert sind und das kein Atelierhaus wie das Kuba. Und das ist ja sehr wichtig und dass die Künstler gefördert werden, damit sie auch ihre Arbeit machen können und auch wahrgenommen werden. Mhm. Und das hat mir sehr gut getan. Was na ja, ansonsten ist es natürlich sehr anders, wenn du dann von einem Land ins nächste wechselst und 17 Jahre ist ja fast ein ganzes Leben. Da ist man sehr ich bin schon sehr geprägt durch Kalifornien und bin auch anders geworden und, da fehlt mir auch sehr viel. Mhm. Bist du regelmäßig, dort, wieder in Kalifornien und besuchst die Freunde oder? Ich wünschte, ich könnte es regelmäßiger machen, aber das ist 'ne Kostenfrage. Ja, ja. Mhm. Du bist ja auch seit 2017 im Saarländischen Künstlerbund, Ja, ne? Und, auch hier im Künstlerhaus warst du auch mal aktiv, meine ich. genau, da war ich 2 Jahre lang im Vorstand.
Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Das, fand ich sehr schön, auch da noch mal kulturpolitisch und mit anderen Künstlern und mit Schriftstellern zusammen was auf die Beine zu stellen. Mhm. In deiner aktuellen Ausstellung im Saarländischen Künstlerhaus zeigst du 6 großformatige abstrakte Gemälde auf Leinwand. Ja. Und der Titel der Ausstellung „Went Out on a Limb" heißt übersetzt: „Ging ein Risiko ein" oder „Habe mich zu weit aus dem Fenster gelehnt". Ja. Worauf beziehst du dich und welches Risiko gehst du bei deiner Malerei ein? Also, das Erste, worauf ich mich beziehe, ist natürlich mein Umzug von den USA hier nach Deutschland, nach Europa. Weil es ist ja 'n Riesenrisiko und das war 'ne Entscheidung, die war sehr schwierig. Ich habe, wochenlang nicht geschlafen. Ich hätte genauso gut dort bleiben können, und es es war wäre auch gut gewesen, wenn ich dort geblieben wäre. Es ist gut geworden, dass ich hierher gekommen bin. Also, es sind solche Entscheidungen. Zum Glück bin ich im Guten gegangen, ne? Das ist ja auch was Schönes. Ja, aber das ist natürlich 'n Risiko, 'n riesiges. Mhm. Natürlich, Und ja. darauf beziehe ich mich. Und, beim Malen gehe ich jedes Mal ein Risiko ein, weil ich keine, Skizzen mache. Ich habe vorher kein Bild, was konkret, schon existiert, das ich dann irgendwie auf die Leinwand oder auf Papier bringe, sondern es entsteht während des Machens. Und das ist eben die große Überraschung. Und das, ist mir auch wichtig, dass ich das für mich als Künstlerin, ähm, so auch entwickelt habe, um nach so vielen Jahren, ich mache das ja über 30 Jahre, über, weiß nicht, 35, 40 Jahre lang jetzt, und dass es für mich noch interessant bleibt. Das heißt, du machst keine Vorzeichnungen, planst die Komposition nicht, planst du die Farben oder Ja, also planen würde ich's nicht nennen, sondern es ist oft so, dass ich in Serien oder in Perioden arbeite, dann habe ich 'ne besondere Palette. Und dann, entsteht dann quasi so vielleicht auch ein Bild aus dem nächsten, aus dem vorherigen. Und das, entwickelt sich dann in einer bestimmten Periode. Und dann verändern sich die Paletten dann auch wieder, oder wenn sich da noch was anderes einschiebt, was gerne da sein möchte. Ja, ja, ja. Ja. wie lange brauchst du denn, um so 'n also, das kannst du wahrscheinlich auch nicht, ganz pauschal sagen. Also, wie lange hat zum Beispiel dieses Bild hier gedauert zu malen? Ja, das kann ich allerdings nicht pauschal sagen, weil es immer sehr drauf ankommt, ob ich wie sehr ich gerade im Fluss bin. Also, man muss sagen, die großen Formate, es ist 'ne sehr physische Leistung. Ich bespanne die und grundiere die ja selbst, und, es ist physisch anstrengend. Und, ich bin jetzt nicht so die handwerklich begabteste Person. Also, ich kämpfe da immer mit diesen Teilen und klopfe und bespanne die. Und, dann sind sie erst mal bespannt, dann muss ich's grundieren, dann muss ich immer warten. Das ist immer das Schlimmste. Also, man kann dann gar nicht direkt anfangen zu malen. Und, dann je nachdem, wie oft ich es grundiere, muss ich dann eben auch warten. Dann die erste Phase des Malens, ist diejenige, die den Grundstein legt, und das ist die Tuschephase. Dann ist das Bild auf dem Boden flach, und dann arbeite ich mit dem Pinsel. Und je nachdem, also, da kommt es einfach drauf an, welchen Pinsel ich nehme, welche Farbe ich nehme, welchen Farbklang ich da gerade haben möchte. Und wenn ich das Gefühl habe, so, das ist erst mal gut, dann lasse ich das stehen, und dann muss ich 24 Stunden warten, weil es so lange braucht zum Trocknen. Wenn ich dann am nächsten Tag reinkomme, kommt es drauf an, ob ich dann das Gefühl habe, ich will da noch mal mit Tusche reingehen. Dann, muss ich noch mal 24 Stunden warten, bis die nächste Phase kommt, und dann kommt erst die Phase mit der Acrylmalerei. Und dann ist es ganz normal, also an die Wand gelehnt, und dann male ich. Und, weil ich ja immer von Farbauftrag auf Farbauftrag reagiere, kommt es drauf an. Manchmal kommt es richtig gut, dass ich die ja, dann ist der Prozess vielleicht schneller, dann sitzt das Bild vielleicht schneller. Dann kommt es immer wieder drauf an, wenn ich dann am nächsten Tag noch mal hingehe, sitzt es wirklich oder ist es langweilig? Vielleicht gehe ich dann noch mal dran. Also, es kann, ja, von 2 Wochen bis zu einem Monat und vielleicht
vielleicht erweist sich das Bild dann immer noch nicht als fertig, ne? Das kann man gar nicht so genau sagen. Wirfst auch manchmal Bilder weg? Viel, ja, sehr viel. Ich werfe und zerstöre sehr viel, ja. 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 Und, diese Tusche, das ist diese Gesten, die man so sieht, diese breiten Pinsel, die sind mit Tusche gemalt, oder? Ja. Ja. Genau, jetzt möchte ich noch mal auf die Titel der Bilder eingehen. Also, du wählst ja oft literarisch anmutende Titel für deine Gemälde aus. Wie findest du die Titel? Kommen die aus Büchern, die du gerade liest, oder woher kommen die Titel? Auch, also ist ganz unterschiedlich. Also hier zum Beispiel „Ich und du" ist der Titel des Buches von Martin Buber. Äh, „Ich und du", und das hat mich sehr bewegt. Ähm, und deswegen habe ich das gleich so übernommen, weil ich mag auch einfache Sprache und einfache Titel manchmal. Ja, dieses Bild heißt Bild, aber Built. Das ist natürlich 'n Sprachspiel und ja, fand ich witzig. Ich habe da jetzt diese Neonziegelsteine, die tauchen seit 2018 in meinen Werken auf. Das fing damit an, dass ich 'ne Ausstellung hatte in USA, wo ich 'n Bild an die Wand auf 2 neonfarbenen Klötzen gestellt habe gelehnt habe. Und das war einfach so in der Schaffensphase, da habe ich mit Neon im Bild gearbeitet und dann lagen diese Klötze da auch vor meinem Atelier rum und die hatte ich dann bemalt mit dem Neonorange und es hat mir sehr gut gefallen, auch weil es auf der einen Seite dieser Backstein ist sehr belegt, hat was mit Konstruieren und Bauen zu tun. Dann war es für mich auch so 'ne Farbe, die zu Material geworden ist, die in den Raum geht. Und die Kombination hat mir gut gefallen. Und das Bild ich spreche deswegen so lang darüber, weil es auch so zentral ist im Zusammenhang mit der Installation hier vorne, Nomad One. Da geht es ja auch um das Nomadische und das Bauen, das Aufbauen und das Abbauen. Das ist ja bei dir öfters auch, dass du, Bilder hast und irgendwelche Installationen quasi davor oder so was, die farbig gestaltet sind, auch, stellst. Aus Holz auch zum Teil, also jetzt mit diesen Backsteinen, genau. Aber aus Holz habe ich das auch schon gesehen. Genau, und jetzt gehen wir aber gerne zu der raumgreifenden Arbeit Nomad One über. Das ist also ein beidseitig bemaltes Gemälde, das von der Decke herabhängt und mit bunten Seilen wie so ein Zelt beschwert ist. Kannst du mir darüber was sagen? Wie war da deine Herangehensweise? Ja, also ich hatte 2023 eine Residency in Schloss Wiepersdorf und da ist es ja so, also das ist in Brandenburg. Ich bin mit meinem kleinen Auto hingefahren und hatte dann überlegt, also was ich in 2 Monaten dort machen werde und wie ich das zurücktransportieren kann. Da habe ich einfach Leinwand eingerollte Leinwand und die nicht aufgespannt, sondern hatte eben großformatige Bilder gemalt, wie ich sie auch immer male, und dann allerdings die Ränder eingenäht, von Hand eingenäht und eben mit so 'nem mit so 'nem Stanzgerät diese Nieten eingestanzt und Nylonschnüre bunte Nylonschnüre auch farbig benutzt. Und daraus entstand die Idee, dass ich eben auch so ein Bild beidseitig bemalen kann oder vielleicht quer durch den Raum spannen und eben mit der Hängung auch noch mal experimentieren kann. Der Raum, also das Atelier in Wiepersdorf die sind sehr, sehr groß und da konnte ich mir eben diese Freiheit, groß zu denken, wirklich erlauben. Und diese Arbeit habe ich zwar hier in Saarbrücken gemacht, aber zum ersten Mal jetzt hier im Künstlerhaus ordentlich gehängt gesehen, weil mein Atelier nicht hoch genug war. Und Nomad One weist ja auf 'n Nomaden hin, also auf 'nen Zelt oder so was. Durch diese Portabilität und Mobilität dieses Bildes und dass man's einrollen kann, mitnehmen kann und eben auch vielleicht überlegen, wo kann es könnte ja auch im Außenraum, es könnte im Wald hängen, es könnte in 'ner Kirche hängen, es könnte eben im White Cube hängen. Das war die Idee, aber auch so die Idee des Zeltes oder des Segels, ne? Also, dass dann noch mal ein Bild sich aus dem Rahmen löst und vielleicht mehr in den Raum oder vielleicht auch als Schutzraum wirkt. Also, weil die Farbe, also grade in dieser Monumentalität wirkt ja noch mal anders. Also, hat ja noch mal so 'ne Kraft irgendwie.
Und da sehe ich das auch so ein bisschen als 'n Schutzraum, als ein Haus oder ein Schutzzelt, ja. Das ist dann eben auch man kann es auch anders hängen. So dasselbe Werk kann auch anders gehängt und anders präsentiert werden. Ja, ja, stimmt. Und, in dem ersten Raum, sollen wir da mal kurz hingehen? Ja. Da hängen ja noch an der Wand verschiedene Objekte. Das ist also solche Leinwände, die eigentlich so 'n bisschen zerrissen sind oder so was, ne? Das ist Papier, was gerissen ist. Also hier das Déchirure, My Fortune on a String. My Fortune on a String, das kam durch ein Lied, da habe ich Cat Power gehört beim, Malen und da ist dann irgendwie so ein Satz des Liedes, da singt sie das und das habe ich dann gerade mitgenommen. Und ich fand das interessant, hier so eine Niete reinzustampfen in das Papier, und dann eben das als Objekt zu verarbeiten und mit diesem Reißen es noch mal als, ja, Objekt als dreidimensionales Objekt noch mal 'n bisschen umzuwandeln. War das was, was du eigentlich schon zerrissen hattest oder war das was, was du so geschaffen hast? Nein, also es war ein Bild, aus dem nichts wurde und was ich in Wut zerrissen habe und dann habe ich gemerkt: „Wow, das sieht aber gut aus.“ Und dann Ja, das ist ja und dann schön. kam dann aus dieser wütenden Destruktion wieder ein Kreativblitz. Ja, sehr schön. Ja. Und, wahrscheinlich ist das hier ähnlich, ne? Also, wie heißt dieses, Werk jetzt? „Pieces of Paper“, also 'n ganz einfacher Titel. Ja, das war ganz ähnlich und, ist dann irgendwie so zusammengebastelt worden. Ja. Mhm. Dann kommen wir jetzt mal zu den Papierarbeiten. Das ist jetzt auch Tusche? Das ist Tusche. Gibt's da auch Titel? Ja, die meisten heißen Summer Breeze, Mhm. oder 'ne Abwandlung davon, Summer Breeze 1, 2, 3, 4. Das hier heißt, glaube ich, Pink and Purple. Da geht's dann um die Farben. Dann gibt es, irgendwas mit Sonne oder Sun Breeze, so ähnlich oder irgendwie so was Wehendes. Die habe ich auch in Wiepersdorf gemalt, gezeichnet. Die arbeiten auf Papier. Da war es natürlich Sommer und es war sehr warm. Und einfach so diese Freiheit in diesem Sommer, in diesem großzügigen Atelier, und dann einzufangen, wie das Wetter und die Wärme und die Natur um einen herum wirkt. Das ist irgendwie so was, was hier in diesen Pinselstrichen zu sehen ist. Das kommt auch irgendwie total rüber, finde ich. Na, zum Glück. Jetzt sind wir in dem zweiten Ausstellungsraum mit den 6 großformatigen Gemälden. Sollen wir einfach mal so rumgehen, ja? Genau. Ja, das Bild heißt Les Alias de la Source, die Unwägbarkeiten der Quelle. Das, wurde mir geschenkt, der Titel, Ja? Ja. Von wem? von einem Freund. Ja. Ja. Der hat gesagt, auch das könnte so heißen, oder? Genau, ja. Das ist ja auch 'ne schöne Idee eigentlich, ne, dass man so Freunde fragt: „Hast du irgendwie 'n Titel dafür?“ Ist das 'n Schriftsteller oder? Ja, genau. Okay, das klingt ja natürlich sehr poetisch. Und dieses Bild hier, das ist so, ja, 'n bisschen so fast Tarnfarben. Also, das Grün ist so 'ne Tarnfarbe, also, aber auch sehr viel Pink oder rosa. Ja. Wie ist der Titel? „Ich und du“, frei nach Martin Buber. Genau, ja, ja, genau. Ich kann da gar nicht sagen, worum es geht. Also, es sind da keine intellektuellen Vorgänge, sondern es hat wirklich was mit Farbempfinden, mit Raumempfinden, Sommer, Ja. Freiheit, was gerade, also, ich denke, ich bin da sehr beeinflusst durch die Farben, die um mich herum sind. Mhm. Kommen wir mal zu dem, Bild, wo jetzt das Grau vorherrscht. Wie ist da der Titel? Argent argenté, The Skin You're In. Da habe ich Silber verwendet, deswegen dieser, Silberagent, also als Agent, Silver Agent, als also Farbe als Vehikel sozusagen. Also, deine Titel sind ja auch dann oft, Französisch und Englisch. Ja, im Moment, Ja? ja. Waren die auch schon mal Schwedisch und Deutsch? Ja, mit Sicherheit. Ich denke, also die früheren Arbeiten, als ich noch frischer aus Schweden kam, schon. Also, ich schreibe zum Beispiel Tagebuch auf Schwedisch, aber ich habe mir angewöhnt, in USA, dadurch, dass ich dort gelebt habe, die meisten Titel auf Englisch, zu machen. Das ändert sich jetzt ein bisschen noch mal, aber, Englisch ist trotzdem noch sehr präsent. Mhm. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu diesem hier. Das heißt Oiseau rebelle. Oiseau rebelle, okay. Der rebellische Vogel. Ja, das ist ja aus der Arie. Gut. L'amour est un oiseau rebelle ist doch dieses, ne?
Ja, Ja, das macht natürlich irgendwas, diese Titel, ne? ja, Mit den ja, abstrakten ja. Werken, also mit den ungegenständlichen Werken, sagen wir so. Man sucht da irgendwie 'n Vogel. Ne, ist kein Ne. Vogel. Ja, oh, das ist der Flug des Vogels Ja, ja, also man kann da ganz viel interpretieren. oder der Gesang des Vogels. Über dieses Bild haben wir schon am Anfang gesprochen. Es heißt Bild und ist auf diesen Pflastersteinen in Neon platziert. Und schließlich bleibt noch dieses hier, wo man sehr viele Blautöne sieht. Also, das hier ist Tusche, das ist alles Tusche, das ist Acryl, das ist Tusche. Also, du siehst, es geht alles so ineinander über. Und der Titel von diesem Bild? TV Jacket. Ist ein Okay. bisschen mysteriös, ja. Zur Ausstellung erscheint auch ein Katalog. Wann erscheint er? Er erscheint am 14. Februar. Da gibt es auch ein Künstlergespräch mit Jörg Kronius zur 4:30, also um 4:30, Freitag am 14. Februar. Genau, das ist auch noch 'n weiteres Event, was jetzt im Rahmen deiner Ausstellung feststeht, ne? Ja. Genau. Ja, du, vielen Dank. Oder möchtest du noch irgendwas sagen? Also Na ja, also ich hoffe, dass viele Leute herkommen und sich die Ausstellung ansehen. Ich finde, Farbe hat ja absolut eine Kraft und auch eine Dynamik und ich hoffe, dass es rüberkommt, was ich versuche zu sagen mhm, mit Farbe und Dynamik. sehr schön. Vielen Dank. Super. Danke dir. Ich lade euch herzlich ein, diese farbenfrohe Ausstellung von Annemarie Stör im Saarländischen Künstlerhaus zu besuchen. Sie ist noch bis zum 2. März hier zu sehen. Und davor, am 14. Februar, findet hier ein Künstlergespräch mit Jörg Kronius statt. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal, eure Verena Feldbausch. Dir hat Art Talk gefallen? Dann hinterlasse 5 Sterne und empfehle uns deinen FreundInnen. Mehr Infos zu dem Podcast findest du in den Shownotes und in unserem Blog. Sei wieder dabei, wenn es heißt, wir reden über Kunst bei Art Talk, dem Kunstpodcast aus Salor Lux.